Hallo ihr Lieben, Jessica hier. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen und es ist nicht zu dunkel. Leider ist es draußen sehr düster und es regnet. Und obwohl es 9 Uhr morgens ist, habe ich hier überall Licht an. Naja, trotzdem wollen wir uns mit schöneren Sachen beschäftigen, und zwar dem Twilight Garden Buch. Und ich habe mir dieses Buch bestellt, weil ich die Zeichnungen erstens sehr schön fand, und es ist ein festgebundenes Buch. Und es gibt auch einige Seiten mit, Moment, ich suche, die schon einen schwarzen Hintergrund haben. Das heißt, man muss es nicht selber zeichnen. Und ich freue mich einfach mal, was anderes auszuprobieren. Joanna Basford mag ich total gerne, aber da wiederholt sich doch sehr viel. Die Blumen sind ziemlich gleich, die Blätter wiederholen sich und ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. Deswegen habe ich mir dieses Buch gekauft. Das Buch hat einen festen Einband, ist ein bisschen kleiner als eine DIN A4-Seite. Das hier ist eine DIN A4-Seite und von der Höhe her ist es ein bisschen kleiner. Aber es ist festgebunden, sehr stabil und sieht schön aus. So, ich gehe mit euch einmal die Seiten durch. Ich habe es selber noch nicht durchgeblättert, also schaue ich es mir quasi mit euch zusammen an. Hier muss noch mein Name hin. Oh, ich freue mich schon richtig damit anzufangen. Ich bin mir auch noch unsicher. Eigentlich würde ich gerne mal ein Buch von vorne bis hinten durchmalen. Aber meistens ist es ja, dass man sich die Bilder je nach Laune aussucht. Mal sehen, ob ich es schaffe, vorne anzufangen. Ja, hier wiederholen sich die Blumen auch, wie man sieht. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass die Motive so groß gezeichnet sind. Diese Rillen hier bei den Bäumen kann man zum Beispiel, weil sie gerade so breit sind, sehr schön zum Schattieren benutzen. Da freue ich mich richtig drauf. Das habe ich auch schon öfter gemalt gesehen und das sieht richtig süß aus. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie, doch Vögel habe ich angemalt, aber noch nie Katzen oder andere Tiere. Gemüsegarten, hier ist Kohl, habe ich auch noch nie gemalt. Ein Häschen. Bei diesem Baum mit dem Vogelhäuschen und den Blumen hatte ich, glaube ich, auch schon am Anfang gesehen. Noch mehr Gemüse, das ist auch süß. Mit den großen Blättern, man kann hier so gut schattieren. Ich freue mich schon richtig drauf. Das wird eine richtige Herausforderung. Je größer die Fläche, desto mehr Fehler kann man machen. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Übung. Süßer Fuchs. Ja, da es ein gebundenes Buch ist, steht das noch ziemlich ab. Aber die Bindung am Rücken ist weicher, das heißt, man kann es eigentlich sehr gut biegen, so dass es dann flach liegt beim Malen. Falls ihr zwischendurch meine Arme mit meinem Bademantel sehen solltet, wundert euch nicht. Mir ist so kalt und es ist früh morgens, da darf man noch
gemütlich rumlaufen. Wie heißen diese Blumen hier? Letztens wusste ich noch den Namen, jetzt habe ich es vergessen. Und auf jeden Fall schön. Dieser kleine dicke Vogel hier oben, auch süß. Ich finde, bei solchen Bildern kann man richtig gut abstrakte Farben nehmen. Dunkles Blau, dunkel Lila, um dem so ein bisschen Nachtatmosphäre zu geben. Richtig schön. Dieses Bild wäre jetzt perfekt für den Herbst. Es ist ja gerade so die Zeit, wo sich die Blätter färben und Nüsse wachsen. Süß auch mit den Kätzchen da drin. Ein Birnbaum. Also es ist eine große Auswahl. Das gefällt mir richtig gut. Weil die Blumen so groß sind, kann man da auch gut mit Aquarell arbeiten. Also es ist eine große Auswahl. Man hat Früchte, man hat Tiere, man hat Gemüse, man hat Blumen und Blätter. Das ist auch super. Es sind große Flächen zum Ausmalen, sodass man richtig gut schattieren kann. Manchmal finde ich es schade, wenn die Flächen sehr, sehr klein sind, sodass man nur maximal 2 Farben benutzen kann. Und hier hat man richtig große Flächen. Ich weiß gar nicht, wie viele... Oh, ich verschiebe hier das Buch. Ich hoffe, es war noch im Bild. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten dieses Buch hat. Das ist auch schön. Ich habe gerade noch mal durchgezählt. Es sind 46 doppelseitige Bilder. Also über 90 Motive zum Ausmalen auf jeden Fall. Und das ist viel. Ich glaube, damit werde ich einige Jahre beschäftigt sein. Und von allen finde ich, glaube das hier sogar fast am schönsten, muss ich sagen. Man muss gerade hier für die kleinen Blumen sehr strahlende Farben nehmen, damit die auch herausstechen, aber richtig schön. Sehr viele Details. Sehr schön. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Seite. Das war's. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man hier keine letzte Seite hat. Ich brauche immer so eine Art Testseite, um zu gucken, welche Stifte ich benutzen kann oder wie die Farben auf dem Papier aussehen. Das hier ist mein Secret Garden Buch. Hier zum Beispiel, hier habe ich ein bisschen getestet, wie mein Pitt Marker von Faber-Castell da drauf malt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch Test. Nee, das war's. Ja. Ah ja, hier habe ich auch ein bisschen getestet, wie die Farbkombi auf dem Papier aussieht. Das Papier von meinem Secret Garden Buch ist ein bisschen ja, gelblich. Wenn man das jetzt im Vergleich hat, ist das ein bisschen mehr weiß. Von der Papierqualität her und vom Gefühl her würde ich sagen, die sind ungefähr gleich. Ich habe das Gefühl, dass das hier ein bisschen dicker ist, aber sind beide sehr glatt auf jeden Fall.
Deswegen bin ich mal gespannt, welche Medien hier in dem Buch funktionieren. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Medien rausgesucht. Und wir starten mit dem einfachsten Medium. Das sind meine Buntstifte. Ich habe mir die jetzt von Faber-Castell ausgesucht. Und ich benutze Öl, um die ein bisschen zu verblenden. Es gibt verschiedene Öle, die man benutzen kann. Ich hatte nichts Besonderes zu Hause. Ich habe jetzt einfach das Arganöl genommen, das ich auch für meine Haare benutze. Und es hat funktioniert auf jeden Fall. Ich habe es schon mal ausprobiert. Ich weiß nicht, wie ihr malt. Ich benutze immer kleine Kreise. Es ist schon ungewohnt, so große Flächen zum Ausmalen zu haben, muss ich sagen. Also der Vogel wird jetzt nicht schön aussehen. Da bin ich auch etwas traurig, weil das meine erste Seite ist quasi. Aber ihr wisst ja, alles zu Forschungszwecken, nur für euch. Dafür veranstalte ich auch gerne mein Buch. So, jetzt nehme ich ein bisschen von dem Öl auf meinem Q-Tip hier. Und verreibe es. Also, Arganöl funktioniert auch für Polychromos. Wir haben was gelernt. So, mein zweiter Test. Ich muss gerade mal überlegen, welche Farben ich da nehme. Ich nehme, glaube dann die Stabilo Eddings oder Filzstifte. Und ich hoffe mal, ich habe keine Ahnung, wie das zum Schluss aussehen wird. Dieser Vogel wird auf jeden Fall nicht schön aussehen. Aber wir testen ja nur aus, welche Farben gut auf dem Papier zu benutzen sind. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Bücher doppelseitig gedruckt sind, so dass man sich quasi immer eine Seite versaut, wenn man Medien wie Fineliner oder Copic-Marker oder sonstiges benutzen möchte. Ich habe mir vorgenommen, immer 2 Farben zu benutzen, weil manchmal ist es ja so, dass die andere Farbe ein bisschen kräftiger ist und dann doch durchs Papier geht. Am besten wäre es, wenn man wirklich unterschiedliche Farben benutzt, wie ein Rot und ein Blau. Aber ich will mir jetzt auch den Vogel nicht ganz versauen. So, als nächstes nehmen wir die Stabilo Fineliner.
Also ich lasse absichtlich ein bisschen weiß frei. Nicht, dass ihr denkt, dass ich nicht malen kann. Ich finde das ein bisschen schöner, wenn man die Abgrenzungen noch etwas sieht. Dann, was haben wir hier denn noch? Dann haben wir ein Faber-Castell Pitt Artist Pen. Also ich merke gerade, ach so, nee, die war von Stabilo. Ich dachte gerade, ich benutze alles von Faber-Castell. Ich habe letztens im Fachhandel auch gesehen, dass es diese Pitt-Stifte in so vielen verschiedenen Farben gibt. Das wusste ich gar nicht. Ich kannte die nur in Schwarz bisher. Ich hoffe, mein Kopf ist nicht im Weg. So, das war der Faber-Castell Pitt Pen. Dann haben wir hier die Posca-Stifte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber Posca-Stifte sind sehr deckend. Ich zeige euch hier mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt diese Linien male und mit dem Stift darüber gehe, man sieht diese Linien quasi nicht mehr, weil der Stift das alles abdeckt. Und deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo ich diesen Stift benutzen soll, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich die Linien übermale. Dafür hatte ich mir den Stift auch gekauft, weil ich die schwarzen Linien, die in den Malbüchern sind, bei manchen Bildern abdecken möchte mit diesen Stiften. Einfach um mal, dass die etwas lebendiger aussehen, die Bilder. Ich habe das schon öfter gesehen, wenn das Leute in ihren Malbüchern gemacht haben, und ich fand die Ergebnisse immer sehr, sehr schön. Man muss nur noch ein Händchen dafür entwickeln, glaube ich. Also sehr strahlend die Farben, sehr deckend. Auf jeden Fall. Ich habe hier noch eine hellere Farbe. Das überlege ich gerade. Oh je, kann ja nur schief gehen. Okay, das war keine gute Idee, aber jetzt muss ich das durchziehen.
habe sehr zittrige Hände, wie man sieht. Keine ruhige Künstlerhand. Ja, das sieht nicht schön aus. Aber es ist ja nur zu Testzwecken. Aber innerlich weine ich schon ein bisschen. Also der Stift ist von der Mine her nochmal von vorne. Video hat gestoppt. Also die Borsten sind sehr hart von diesen Posca-Stiften. Aber sehr fein. Was habe ich denn hier? 0,7 mm. Bin mal gespannt, wie die so funktionieren werden in diesem Buch. Dann habe ich hier Touchmarker. Die sind so ähnlich wie Copics. Man hat hier eine Pinselseite und eine schräge Seite. Ich finde die allerdings sehr, sehr dick. Wirklich sehr dick. Gut, dass ich hier eine große Fläche abdecken muss. Und bei diesen Markern bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass die durchgehen. Aber ich habe, glaube ich, noch nie jemanden Copics in einem Malbuch benutzen sehen. Was der Unterschied zu Filzstiften ist, dass diese Farben sehr gut auf Papier verlaufen. Man sieht die Pinselstriche gar nicht, die ich mache. Oder die Striche, die ich hier male, sieht man gar nicht. Und ihr seht, dass ich überhaupt nicht aufpasse, wie ich male. Das ist das Schöne an diesen Stiften. Es gibt auch extra Papier für Copic-Marker, wo die besonders gut drauf gleiten und man die Farben gut mischen kann. Allerdings, weil ich nicht viele von denen besitze und sie mir auch überhaupt nicht gefallen, habe ich nicht in Papier investiert. Wie viele habe ich denn? Ich habe auch nur 5. Ich habe 3 Rot- und Orangetöne und 2 Grüntöne, die ich mir zum Testen gekauft habe, ob mir diese Stifte überhaupt gefallen, bevor ich mehr investiere. Zum Glück habe ich nicht mehr investiert. Ich weiß nicht, wie die Preise heute sind, aber ich habe damals im Fachmarkt für die, glaube ich, 4 oder 5 Euro pro Stift bezahlt. Also das sind ganz schön heftige Preise, meiner Meinung nach. Also je mehr ich damit male für die großen Flächen, ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Farben strahlen auch schön. Allerdings muss ich noch an meiner Feinarbeit arbeiten, weil ich doch oft über die Linien hier komme. So, und ein helleres Grün. Ich glaube, mit der Seite hier könnte ich gar nicht malen. Mal gucken. Hier ist ein bisschen feiner die Kante, dass ich wenigstens die Details hinkriege. Eigentlich sollte das Grün ein bisschen heller sein, aber vielleicht sieht man das mehr, wenn die Farben richtig trocken sind.
doch, ein bisschen sieht man den Unterschied. Ich auf jeden Fall. Wie es bei euch hinterm Bildschirm aussieht, das weiß ich nicht. Ach, da unten ist ja auch noch was. So, dann haben wir das letzte Medium. Und zwar sind das Wasserfarben oder Aquarellfarben. Ich habe hier von Prima die Watercolor Confections. Die Tropicals habe ich. Es gibt, glaube ich, noch 2 andere Farbkästchen. Die sind eigentlich ganz süß. Man hat so alle Primärfarben drin, die man braucht. Und man kann sie so viele Farben damit mischen. Also es ist der Wahnsinn. Und so für unterwegs finde ich die eigentlich richtig süß. Ich benutze mal so einen Wassertankpinsel und nehme die Nummer 15. Ich fange leicht an mit einer leichten Schicht. Ich benutze viel Wasser, sonst benutze ich nicht so viel Wasser, glaubt mir. Aber alles zu Testzwecken, nur für euch. Die Seite schwimmt richtig. Ich finde, das sind sehr, sehr schöne Wasserfarben. Ich habe die Mission Gold Wasser, also Aquarellpalette, die große. Und die hier und natürlich Aquarellstifte. Und ich finde diese kleine Palette besser als die Mission Gold Wasserfarben, muss ich ehrlich sagen. Weil die Wasserfarben einfach schöner verlaufen und man besser mit denen arbeiten kann. Aber es ist natürlich auch immer Geschmackssache. Also das Papier fängt sich leicht an zu wellen, aber ich habe auch richtig viel Wasser drauf gegeben. Normalerweise würde ich vielleicht ein Viertel von dem Wasser drauf geben, was ich hier jetzt drauf geknallt habe. Deswegen finde ich es noch relativ wenig, was das Wellen angeht. Und ich würde jetzt einfach ein bisschen abwarten und den Farben Zeit geben, durch das Papier zu dringen. Weil es manchmal sein kann, dass es so 1-2 Stunden dauert, bis die Farbe wirklich durchs Papier gegangen ist und man sieht, ob das Papier farbenfest ist oder nicht. Deswegen gebe ich dem jetzt die Zeit und ich melde mich später zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es ist jetzt circa eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde später. Und es ist alles jetzt, also die Wasserfarbe ist auf jeden Fall getrocknet. Die Seite hat hier eine ganz leichte Welle, aber wie gesagt, ich habe die überflutet. Ich würde vielleicht überhaupt ein Viertel von dem Wasser benutzen, was ich hier benutzt habe. Und hier habe ich auch nochmal aufgelistet, was ich alles benutzt habe. Einmal die Fineliner, hier die Filzstifte, die Posca-Pens, die Copics, die Wasserfarbe und die Polychromos mit Öl. Und jetzt werden wir sehen. Oh nein, ja, das hatte ich aber schon vermutet. Also die Copics sind richtig durchgegangen. Und hier auch ein bisschen die Wasserfarbe. Allerdings denke ich, wenn man weniger Wasser benutzt, dann wird das auf jeden Fall halten. In den Joanna Basford Büchern benutze ich auch Aquarellstifte oder Wasserfarben. Ne, Wasserfarben weniger. Oder gar nicht. Aquarell habe ich benutzt. Aquarellstifte mit etwas Wasser zum Aktivieren der Farbe.
Und da hatte ich keine Probleme gehabt. Ich denke, hier wird es genauso sein. Aber ich habe hier ja auf der letzten Seite, weiß ich nicht, ob ich das Bild nehme oder das hier. Mal sehen. Werde ich das auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Oder auf der ersten Seite. Schwer zu entscheiden, aber mal sehen. Auf jeden Fall, der Vogel sieht super hässlich aus, ne? Es ist jetzt nichts, worauf man stolz sein kann. Deswegen habe ich hier auch extra Testpage hingeschrieben. Nicht, dass Leute denken, ich finde das schön und bin stolz drauf. Nein, bin ich nicht. Aber zu Testzwecken für euch, nur für euch, habe ich das gemacht. Und ja, alle Stifte halten. Posca-Pens, Fineliner, die Buntstifte mit Öl, die Filzstifte sogar, Pitt-Pens, nichts geht durch. Außer die Copic-Marker, wie man sieht. Und die Wasserfarben, wenn man wirklich viel Wasser benutzt. Also da, wo ich weniger Wasser benutzt habe, ist auch nichts durchgegangen. Da ist die Seite nur ein bisschen wellig. Aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Ich bin gespannt, wie mir dieses Buch beim Malen gefallen wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon total drauf. Richtig total. Schon so viele Ideen, so wenig Zeit. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein paar Daumen hoch. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und hinterlasst auf jeden Fall Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Tipps. Ich habe das letzte Mal super tolle Tipps bekommen von einigen von euch. Da war ich richtig glücklich. Oder wenn ihr Ideen habt zu neuen Videos, schreibt sie mir auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.